Wo ich versuche, in 6 Tagen einmal zu Fuß die gesamte Insel zu durchqueren. Wow, was ein Zeltplatz, Leute. Mir fehlen die Worte hier. Was eine Aussicht. Also wirklich einer der schönsten Wege, die ich, glaube ich, jemals gelaufen bin. Und wahrscheinlich muss ich noch da über diese Berge rüber. Endet einfach nicht. Meine Beine zittern schon so leicht. Puh, absolut brutal hier hoch. Dass man nicht technisch ist, weiß ich auch nicht. Sturm gewütet zu haben, fand ich allzu langer Zeit. Ja, ich habe den Weg jetzt komplett verloren. Seht ihr diese bedrohliche Felswand? Da muss ich morgen hoch. Und das ist die absolute... Willkommen zurück hier auf dem Trockenmauerweg von Mallorca, wo ich versuche, in 6 Tagen einmal zu Fuß die gesamte Insel durch das Tramontana-Gebirge zu durchqueren. Heute ist Tag 3 auf meinem Trip. Ich bin da unten vorhin gestartet, habe relativ gut geschlafen, konnte meine Powerbanks nochmal aufladen, Wasser auffüllen und jetzt geht's hier wieder bei traumhaftem Wetter los in die Berge. Heute werden wir durch Valdemossa laufen, relativ bekannter Ort, und letztendlich in Dea enden. Gestern waren schon echt eine Menge Höhenmeter, 1400, heute sollen es noch mal 300 mehr werden. Also wahrscheinlich ja eine sehr lange und harte Etappe. Ich habe aber Bock drauf und ich würde sagen, los geht's. Ich dachte schon, das fängt gut an, dass der Weg hier gesperrt ist, aber er geht zum Glück hier links weiter. Ja, gar nicht so klar, wo hier der Weg lang geht. Da unten scheint Privatgelände zu sein. Scheint einen Sturm gewütet zu haben, fand ich allzu langer Zeit. Okay, ich habe den Weg jetzt komplett verloren. Aber laut Karte müsste er jetzt gleich hier wieder sein. Das Gute ist, ich höre Stimmen da oben. Okay, das sieht gut aus. Das sieht nach einem Weg aus. Ja, wenn das mal kein hervorragender Zeltplatz ist. Was eine Aussicht. Also ich glaube, bei der Aussicht werde ich mal eine kurze, richtig gemütliche Pause mit meiner Isomatte machen. I love this side. Yeah, it's beautiful. And I love your yellow. Bye. Bye bye. Ja, das war absolut genial. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich lag da jetzt ein bisschen zu lange. Wir haben 11:15 jetzt schon. Ich habe erst 5 Kilometer gemacht. Und als ich dann da lag, da kamen immer noch mehr Wanderer, haben dann auch da Pause gemacht. Kam ich mit vielen ins Gespräch. Ein spanisches Pärchen, ein deutsches. Und das fällt mir auf heute, dass auf jeden Fall mehr Leute unterwegs sind als die Trails gestern. Da habe ich bis jetzt noch gar keinen gesehen. Deswegen freue ich mich über ein bisschen Gesellschaft. War froh, dass ich meine Isomatte auf jeden Fall bei hatte und für so eine Pause gebrauchen kann. Und war wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Und jetzt erstmal weiter in die Berge. Ist hier richtig. Es scheint so.
Wow. Also hier würde ich ungern wieder hochgehen. Absolute Traumstrecke heute. Oh, hier steht die Hitze ganz schön an diesem Hang. Kein Wind und heute ist es schon um 12 Uhr deutlich wärmer als die letzten Tage. Ich muss sagen, ich habe mich so langsam daran gewöhnt hier auf jeden Fall. An die Etappen und an die Höhenmeter. Gestern ist es mir schwerer gefallen, obwohl es jetzt die ganze Zeit hier über Geröll stundenlang bergauf geht. Aber ich merke auf jeden Fall was von den 1400 Höhenmetern gestern. So leichten Muskelkater in den Beinen. Das legt sich meistens im Laufe des Tages und da mache ich mir keine Sorgen. Aber ich habe mit sehr vielen anderen Wanderern gerade gesprochen und fast alle machen in Valdemossa heute Halt. Und ich laufe im Prinzip ab da nochmal doppelt so lange weiter und dann noch durch den sehr steilen Anstieg, sehr hohes Gebirge nochmal und dann wirklich, glaube ich, ein paar Stunden lang nur bergab. Deswegen wird es ein langer Tag wahrscheinlich. Oh wow, hier haben wir sogar so kleine Höhlen und Unterstände. Ja, natürlich auch ein prima Lagerplatz. Endlich mal wieder das Meer zu sehen. Darauf wäre ich jetzt auch gerne. Absolut brutal hier hoch. Ich denke mal, es kann nicht noch höher gehen. Und es nimmt hier einfach kein Ende. Und dabei ist das noch nicht mal der große Anstieg für heute. Wow, was ein Zeltplatz, Leute. Hier wird locker mal wer geschlafen haben. So, das war's jetzt mit dem Aufstieg. Jetzt geht's genauso steinig anscheinend runter. Und am Horizont sieht man schon Valdemossa. Oh, ja, das müsste es sein. Und wahrscheinlich muss ich noch da dann über diese Berge rüber. Aber jetzt erstmal hier runter. Oh, das könnte als Schutzhütte fungieren. Aber nee, ist alles voll Wasser. Aber es sah erst so aus. Alte Ruine. Für mich geht's hier runter. Oh. Hi. That way is all downhill. Oh really? Yeah. Have fun. Und da wären wir in Valdemossa. Hier scheint ganz schön was los zu sein. Und jetzt will ich erstmal irgendwie eine Sitzgelegenheit finden. Ich wollte erst den Abstieg hinter mich bringen, aber meine Beine zittern schon so leicht und ich habe auch noch nichts gegessen heute. Aber hier wird es bestimmt was geben. Schön hier. Ja, ich glaube, hier werde ich was finden. Oh, perfekt mit Rückenlehne. Und ein Brunnen, aber wahrscheinlich wieder nicht trinkbar.
Ja, die Pause tat richtig gut. Ich saß 20 Minuten da jetzt. Dann wurde es ein bisschen kalt. Wir haben 13 Grad nur noch. Deswegen musste ich mein Mittellayer wieder anziehen. Ja, und Tag 3 läuft überraschend gut. Ich habe echt so eine Routine langsam entwickelt. Und da ich auch mein ganzes Essen ja autark für die 6 Tage hinten im Rucksack mitgenommen habe, habe ich jetzt gerade noch so ja für 3,5 Tage Ration. Das passt auch eigentlich ganz gut von der Planung, würde ich sagen. Und das sind schließlich 4,5 Kilo Essen gewesen. Und das merkt man jeden Tag, wie es leichter wird. Dazu kommen morgens immer mit vollen 3 Liter Wasser zu starten. Da habe ich jetzt gerade noch die Hälfte. Das heißt, es wird nicht nur jeden Tag immer einfacher, sondern auch ja, umso später es wirklich wird. Ja, hier nach Valdemossa im Wald sind echt sehr viele flache Stellen und wahrscheinlich auch noch Spuren von Lagerfeuern. Oh, das sah mal deutlich größer aus. Immer erstaunlich, wie schnell man doch vorankommt. Da hinten ist Valdemossa. Jetzt bin ich hier durch den Wald und jetzt beginnt der zweite große und letzte Anstieg des Tages. Auf geht's! Es endet einfach nicht. Also noch mal deutlich härter als der erste Anstieg heute. Aber ich freue mich so, wenn ich gleich oben bin und noch mal eine Aussicht habe zum Sonnenuntergang. Dass man nicht technisch ist, weiß ich auch nicht. Okay, 8,4 Kilometer. Jetzt geht's direkt bergab, oder was? Ja, aber der Pass ist geschafft. Das war anstrengend und ich glaube, ich muss echt noch mal kurz was trinken hier. Aber verstehe mich nicht falsch, ich bin so dankbar dafür, dass das Wetter hier mitspielt, weil ich will mir nicht vorstellen, wie das hier bei diesen Auf- und Abstiegen ist, wenn es wirklich regnet und stürmt. Und mir wurde bei der ersten Übernachtung dort vom Gastgeber gesagt, dass hier vor einigen Wochen 160 km/h Sturmböen waren und es wirklich eine Woche lang geregnet hat. Deswegen, auch wenn es jetzt ein bisschen kühler ist, auch wenn ich hier über die Anstiege mecker, es könnte immer viel, viel schlimmer sein. Und ja, auch die Unterkünfte hatte ich bis jetzt immer Glück, deswegen blicke ich hoffnungsvoll nach vorne. Okay, und das scheint hier eins dieser Refugios zu sein, wo man übernachten konnte. Aber was jetzt geschlossen ist, so wie es scheint. Okay, hier ist eine Menge Müll. Wahrscheinlich übernachten hier tatsächlich noch welche. Aber ich meine, besser als nichts, wenn es hier gewittert in den Bergen. Und ich vermute langsam, das war noch die Ruhe vom Sturm, denn ich muss ja noch irgendwie über diese Bergkette da oben kommen. 1100 Höhenmeter, meint übrigens schon nur hoch und ich glaube, da kommen noch ein paar hundert mehr drauf. Also das fasse ich echt nicht. Ich habe mich schon gewundert, was das für eine große Stadt da hinten ist und gerade auf der Karte geguckt. Das ist tatsächlich Palma, wo ich vor 3 Tagen mit dem Flugzeug angekommen bin und quasi von da hinten von Port Andrade losgelaufen bin.
Unfassbar, wie weit man hier gucken kann. Und auf der anderen Seite habe ich gerade auch schon das Meer gesehen. Ja, ich weiß es absolut nicht. Hier mitten im Nirgendwo auf diesem wunderschönen Bergkamm haben mich tatsächlich doch 2 liebe Leute erkannt vom Podcast und von meinen Videos. Schöne Grüße, wenn ihr das seht. Da freue ich mich natürlich mal besonders drüber. Kurze Unterhaltung hier, vor allem wenn man so alleine ist die ganze Zeit. Das motiviert mich auf jeden Fall jetzt noch, die letzte Erhöhung dazu erreichen. Und dann geht es wahrscheinlich mehrere Stunden noch bis zum Ziel nur bergab. Aber los geht's. Geschafft. Oh. Mir fehlen die Worte hier. Was eine Aussicht nochmal zum Abend hin. Ich kann es nicht fassen, wie weit man gucken kann. Da kriegt man echt ein gutes Gefühl hier für die gesamte Insel. Immer wieder faszinierend, wozu der eigene Körper so in der Lage ist, wenn ich bedenke, woher ich da hinten irgendwie losgestartet bin vor 2 Tagen. Hier ist super kalt oben von dem Wind jetzt. Also wir sind auf über 1000 Meter jetzt zum ersten Mal. So sieht es auch aus. Eine Pause werde ich noch machen müssen gleich. Freue mich langsam echt, wenn ich ankomme, weil es echt ungemütlicher wird. Mal gucken, wie der Abstieg jetzt noch wird. Auf ins Ziel. Unfassbar einfach. Komplette Stille auch. War es ein Finale hier. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Aber ich fürchte, ich muss da ganz runter zu den Gebäuden. Und ich wollte gerade sagen, wenig Ziegen heute. Aber hier haben wir ein paar. Aber ich kann ja nicht aufhören zu filmen. So einen Trail habe ich echt noch nie gesehen. So nah, so hoch am Meer zu sein. Super selten mit so einer Aussicht. Also wirklich einer der schönsten Wege, die ich glaube ich jemals gelaufen bin. Das kann ich schon mal als Zwischenfazit sagen. Wirklich nicht ohne den Abstieg. Problem ist das Geröll hier konstant. Also ich rutsche öfter mal weg. Ich kann mir das echt nicht ohne Trekkingstöcke hier gerade vorstellen. Man läuft wirklich serpentinartig einfach nur eine Steilklippe runter. Also echt nicht anspruchslos. Puh, das meine ich. Ich habe Gegenverkehr. Ein paar Ziegen. Schon wieder erschrocken, wenn einfach ein braunes Wildtier entgegenkommt. Hallo. Ist nicht mehr weit nach oben. Ich will zwar ankommen, aber ich sollte noch einmal Pause machen. Und das bietet sich hier halbwegs an.
Eine sehr besondere Atmosphäre hier gerade. Und da sind wir endlich in Dea angekommen. Der Abstieg war brutal, oder ist es immer noch? Ein paar Meter fehlen schließlich noch. Hier hatte ich wirklich große Hoffnung, dass ich hier draußen schlafen kann. Einerseits gab es hier mal wohl irgendwie eine Finca, die angeboten hat, dass man dort im Garten zeltet. Aber leider haben die das eingestellt über die Jahre. Dann gibt es hier auch ein Refugio, wo ich angefragt hatte. Das war aber schon ausgebucht. Und dann hatte ich gefragt, ob ich vielleicht trotzdem dort draußen zelten dürfte. Nein, geht auch absolut nicht. Deswegen war ich hier gezwungen, wirklich die einzige Unterkunft zu buchen in dieser kleinen Stadt, die noch frei war. Leider für ein echt überteuertes Geld, aber ich habe keine andere Möglichkeit bei der Etappenwahl gesehen. Und jetzt freue ich mich natürlich darüber, gleich eine schöne Unterkunft zu haben. Ich bin super platt, will duschen, will essen und will einfach nicht mehr bergab laufen gerade. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Fast wie mein Zelt, oder? Oh, wow. Das war der kleinste Raum, den ich hier buchen konnte, ich schwör's euch. Okay, hier werde ich gleich schön kochen. Oh yes. Unglaublich.
Alles geschafft. Ich habe echt langsam eine Routine entwickelt, würde ich sagen, mit den Unterkünften. Erstmal um Wasser kümmern, das hat ja super im Supermarkt geklappt. Dann koche ich meistens noch, solange es einigermaßen warm und hell draußen ist. Und dann die Dusche und dann abschalten. Ich werde absolut heute nichts mehr machen. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Jetzt am Ende wurden es 25,2 Kilometer, aber genau 3050 kombinierte Höhenmeter. Also 1500 hoch und noch ein bisschen mehr wieder runter. Und genauso fühle ich mich auch. Also das war schon nah am Limit, würde ich sagen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen gerade laufen können, aber ich bin sehr froh um diese Etappenlänge. Ich bin froh um diese Unterkunft und ja, was war das für ein Hammer heute, bitte? Also der erste Teil hat mir schon gut gefallen zum Sonnenaufgang und dann der zweite Teil hat mich nochmal völlig umgehauen, da die halbe Insel wirklich im Blick zu haben. Ich bin einfach nur froh und super glücklich, dass ich hier bin. Ich habe jetzt ein viel größeres Zimmer, als ich brauche. Im Prinzip wird mir auch ein Boden reichen, wo ich meine Isomatte hinlegen kann mit dem Biwaksack. Aber ich versuche es jetzt nochmal zu genießen, werde aber früh schlafen gehen und freue mich unfassbar morgen auf den 4. Tag. Heute haben wir nämlich schließlich den 3. Tag zu Ende gebracht und damit die Hälfte dieses Urlaubs, kann man schon echt sagen. Und ja, ich will noch nicht an Ende denken. Ich könnte immer so weiterlaufen. Ich ruhe mich jetzt aus und ich sage bis morgen. Ich versuche auf meinem Kanal gerade jede Woche ein Video für euch kostenlos über Ausrüstung, Packlisten und das Tracking generell bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würdest du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft auch noch weitere spannendere Themen rund um unser gemeinsames Hobby beleuchten kann. Vielen Dank. Guten Morgen hier zu Tag 4 auf dem Trockenmauerweg. Ich habe super geschlafen, was auch zu erwarten war bei der Unterkunft. Wetter ist traumhaft, genau wie der Trail jetzt direkt hier aus der raus. Ja, und heute stehen endlich mal genau passend zur Hälfte nicht so viele Höhenmeter an. Nur 700 Höhenmeter ungefähr, wahrscheinlich werden es wieder ein bisschen mehr, aber auch nur 20 Kilometer. Das heißt, ja, zur Hälfte finde ich es immer ganz gut. So ein halber Pausentag, sage ich meist, nicht wirklich eine Pause, aber ich freue mich darauf, dass es heute ein bisschen weniger ist und dass wir vor allem jetzt runter zum Meer gehen werden. Gestern habe ich sehr wenig das Meer gesehen. Heute sind wir sehr nah dran und werden sogar durch Soyer und Port-de-Soyer laufen. Eine ja, sehr coole Stadt, da war ich auch schon mal zum Urlaub machen. Laufen da an der Promenade entlang, werden viel Natur bis dahin sehen. Ich glaube, viel Grün, viel Wald. Gleich auch noch mal einmal richtig hochgehen. Und ich habe richtig Lust. Ich freue mich auf den Tag. Und das Einzige, was gerade passiert ist, ich habe ja hier so einen Alpha Direct Base Layer und vielleicht sieht man es so ein bisschen. Der ist leider so gerissen, weil ich gerade vom Spiegel stand, dann Faden gesehen hatte. Und ich dachte, ich kann einfach dran ziehen. Habe noch darüber nachgedacht, lieber meine Schere rauszuholen vom Taschenmesser. Habe dann dran gezogen und dann ist eine komplette Naht aufgerissen. Kann ich zu Hause sicherlich wieder beheben. Jetzt sieht es ein bisschen lustig aus. Dafür habe ich mehr Belüftung. Und ich würde sagen, los geht's. So kann's gehen. Ja, morgens ist echt immer am besten hier, gerade wenn der Himmel schon blau ist, alles noch sehr ruhig ist. Man merkt auch, dass es hier sehr häufig nach Feuer morgens riecht, also verbrannten Holz und natürlich hier alle, die hier wohnen, noch im Februar im Kamin heizen. Und heute fällt mir auch auf, dass ich jetzt schon extrem schwitze, vor allem wenn es hier bergauf geht, weil absolut, wie ihr seht, gar kein Wind da ist. Deswegen werde ich gleich mal schon mein Mittelleer ausziehen müssen. Heute macht der Trockenmauerweg seinem Namen wieder alle Ehre. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Millionen Steine hier den ganzen Weg entlang so aufgestapelt worden sind. Und wirklich der Großteil davon wird überhaupt ja nicht mehr genutzt irgendwie wirtschaftlich.
Ich überlege übrigens jeden Morgen, ob ich wirklich die vollen 3 Liter Wasser immer mitnehme, die ich maximal tragen kann. Aber irgendwie verbinde ich Mallorca noch so mit Trockenheit, extrem Sonne, natürlich auch wenig Wasserquellen. Und im Hinterkopf habe ich immer noch die Situation, dass ich irgendwie wild campe oder sowas. Und da freue ich mich natürlich über extra Wasser. Aber eigentlich ist es zum Beispiel heute ein bisschen Quatsch bei der kürzeren Etappe, vor allem, ja, weil es jetzt gerade auch noch mit der Sonne geht. Deswegen werde ich gleich die erste Pause einfach so viel trinken, wie ich kann und dann gucken, dass ich mit weniger Gewicht vorbeilaufe. Und gestern habe ich noch den Fehler gemacht und habe mich nur morgens einmal mit 50er Sonnencreme eingecremt. Und ihr habt es vielleicht gestern auf der Hotelzimmeraufnahme gesehen, da hatte ich total einen roten Kopf. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt. 2-mal pro Tag eincremen ist schon Pflicht. Das mache ich dann auch wahrscheinlich bei der ersten oder zweiten Pause, weil ja, wenn man einmal auf so einer Sommertour quasi ist, und das ist es schon fast Ende Februar, und hat dann Sonnenbrand, dann hat man echt Probleme. Das erinnert mich heute an den ersten Tag, direkt am Start auf Port Andratx. Mein Schuh quietscht seit 2 Tagen echt nervig. Muss ich heute Abend mal die Sohlen lüften, dann geht's vielleicht. 6 Kilometer sind im Kasten und wisst ihr was? Hier ist gerade so schön und so ruhig. Hier werde ich meine erste Pause machen. Und erstmal unnötigen Ballast trinken. Diese Naturgeräusche. So viel zur Ruhe. Also die sind bestimmt über 100 Jahre, wenn nicht noch älter. Und so langsam ist es hier richtig kalt geworden. Wie ihr seht, trage ich zum ersten Mal meine Jacke beim Laufen. Ich saß da jetzt ein bisschen länger als gedacht. Ja, und irgendwie ist mir generell heute ein bisschen kühler. Ich muss später echt mal im Hotel meine Essensration durchgehen. Ich habe da schließlich jetzt ja noch für 3 Tage maximal was mit und ich weiß, habe gar keinen Überblick, wie viel ich jetzt gegessen habe, wie viel ich noch übrig habe, ob ich damit überhaupt gut hinkomme. Gestern Abend, obwohl der Tag so hart war, hatte ich irgendwann nach dem Track and Eat nicht mehr so viel Hunger, habe nicht so viel gegessen und ich vermute, dass ich in so einem leichten Kaloriendefizit gerade bin. Deswegen, wenn ich noch genug Proviant später habe, dann werde ich mich erstmal richtig voll essen. Das erinnert mich hier fast schon an der Dünenlandschaft. Geht schon jetzt fast eine Stunde so. Okay, hier kommt wohl das schönste der offiziellen Refugis. Auch hier hatte ich angefragt, aber es war leider nichts mehr frei und draußen campen ging auch nicht. Und hier scheint ganz schön was los zu sein, aber wohl mit einer super Aussicht. Endlich mal wieder am Meer. Leider noch sehr kalt. Meinte meine Thermarest Neo Air X Lite Isomatte
Wird mich hier tragen auf dem Wasser. Das ist schon entspannt jetzt. Oh, hört ihr das? Das ist Ruhe. War zwar schön am Meer da unten, aber da war ganz schön was los und sehr laut. Jetzt geht's hier durch einen richtig schönen Wald, wie es scheint. Und dann durch den Hauptteil nochmal von Soyer. Das ist so ein bisschen getrennt vom Hafen. Und ich laufe dann noch ein Dorf weiter und hoffe mal, dass ich nicht direkt da wieder durch die Innenstadt muss. Ich dachte schon, ich muss hier durchkriechen. Echt richtig schön grün hier alles. Ein sehr fruchtbares Land und viele Obstbäume unten. Könnte mal geölt werden. Allah. Ich dachte, sowas gibt's nur in Film. Leider kein Münzgeld dabei. Ja, echt wahnsinnig schön. War eine ganz andere Seite von der Insel. Und man kann echt damit sagen, dass der Trail auf jeden Fall sehr abwechslungsreich ist, was die Landschaft angeht. Bisschen wie ein Labyrinth hier. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich richtig bin. Sie wirkte sehr privat. Okay. Ich hoffe, die laufen mir nicht frei rum. Ich habe mir extra eine Unterkunft hier am Dorfrand geholt, da irgendwo gleich hinten. Dann seht ihr diese bedrohliche Felswand. Da muss ich morgen hoch. Und das ist die absolute Königsetappe. 1600 Meter hoch, direkt am Anfang des Tages, schon 800 oder 900 Meter nur nach oben. Dann kommt ein langes Plateau oben mit einem See auch. Und dann gehen wir noch höher auf 1200 Meter. Und da habe ich größten Respekt vor. Deswegen werde ich mich heute noch mal so gut ausruhen, wie es geht. Und ja, kann morgen direkt quasi am Fuße dieses Berges starten. Hier sieht man es ganz gut. Da bin ich. Bis hierhin gehe ich noch. Und morgen gehen wir die rote Linie entlang zu diesen dunklen braunen Flecken. 1400 Meter. Das scheint ein See zu sein. Da bin ich mal gespannt, wie das da aussieht. Ich habe durch Zufall gesehen, dass hier ein Supermarkt sein soll. Und sonst nehme ich gar nichts, damit ich mir später irgendwelche Umwege spare. Guck ich mal, ob hier was ist. Ah ja, okay.
verstehe nicht, wo der Eingang ist. Okay, hier ist der Eingang. Ich bin gerade bei jemandem privat einfach reingegangen. Oh, okay. You have to filter water. Oh, perfect. Thank you. Okay. Das sieht mal wieder nett aus. Mit einer wunderbaren Aussicht. Geschafft. Okay, heute werde ich mal ein bisschen Zeit haben, was zu waschen. Zumindest wenigstens so gut es geht. Und jetzt zähle ich mal meine ganzen Rationen hier, wie viel ich letztendlich noch für heute und die nächsten 2 Tage habe. Okay, ich würde sagen, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Heute brauche ich noch ein Track and Eat. Die Brezel mache ich leer und 4 Riegel. Das heißt, morgen habe ich auf jeden Fall 7 Riegel, für den letzten Tag 5, das reicht mir. Und dann morgen das zweite Abendessen, am Ziel brauche ich mehr keins. Das sollte klappen. Oh, geschafft. Tag 4 auch beendet. Heute war es relativ gemütlich, würde ich sagen. Erst war ich so ein bisschen enttäuscht von der Etappe tatsächlich nach dem ersten Viertel. Aber dann mit dem Hafen, mit dem Meer, dann diese ganzen Obstplantagen war wieder sehr abwechslungsreich und hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. War ein bisschen gemütlicher, was ich auch gut gebrauchen kann. Gerade nach der ersten Pause, da wurde mir irgendwie so kalt, ganz überraschenderweise. Und hatte laufende Nase, ein bisschen Kopfschmerzen, bis jetzt gerade. Im Moment geht's eigentlich. Und ich hoffe, dass das morgen nicht schlimmer wird. Deswegen muss ich mich heute ausruhen. Morgen kommt die absolute Königsetappe, da habe ich großen Respekt vor. 25 Kilometer und dann ja wahrscheinlich auch über 2000 Meter realistisch hochlaufen. Da muss ich nochmal alles zeigen, was ich jetzt hier in den ersten 4 Tagen gelernt habe. Ja, was mir sonst noch aufgefallen ist gestern schon, es gibt hier irgendwie gar keine Insekten. Also weder Ameisen noch Käfer, zum Glück dann auch keine Zecken. Aber das ist etwas, was mir schon die ganze Zeit aufgefallen ist. Ich bin super zufrieden mit dem Zimmer, habe sogar unten auch gesehen, da gibt es eine Küche und mir wurde gesagt, da gibt es einen Wasserfilter in der Anlage drin. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht nochmal zum Supermarkt laufen, weil ich auch keinen gesehen habe, nur den eingeschlossenen Spar. Kann dann morgen meine Flaschen nochmal auffüllen und werde dann direkt knallhart 800 Meter hochlaufen. Ja, ich bin gespannt, wie das morgen wird. Hoffe, euch hat es soweit Spaß gemacht, mich hier zu begleiten. Ich werde mich jetzt ausruhen und sage bis morgen zur Königsetappe.